Moin Moin, herzlich willkommen zur letzten Folge unseres ITS-Podcasts zum ITS-Weltkongress 2021. Mein Name ist Harry Evers und ich bin zuständig für die Vorbereitung und Durchführung dieses ITS-Weltkongresses, der nun im letzten Monat in Hamburg stattgefunden hat. Und heute zu Gast ist Martin Huber, Amtsleiter der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Schön, Martin, dass du Zeit gefunden hast, dass wir heute gemeinsam diesen letzten Podcast gemeinsam führen können. Ja, Harry, guten Morgen, ganz herzlich an dich auch. Und ich begrüße natürlich Mr. ITS 2021, Harry, nach einer Messe, die für Hamburg ein ganz großer Erfolg war. Und ich freue mich unheimlich, dass wir uns in 2015 kennengelernt haben und dieses Ding gemeinsam auf den Weg bringen konnten. Und dass jetzt 6 Jahre schon vorbei sind, ist unglaublich, aber die Zeit hat sich gelohnt. Ja, sehe ich genauso. Und da diese Kongressaktivitäten ja ganz wesentlich auch mit der Jugend und der Zukunft der Mobilität zu tun haben, freuen wir uns auch heute wieder, eine Young Mobility Reporterin bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Maria. Und schön, dass du heute auch Zeit gefunden hast, einige Fragen zu beantworten. Und zwar von Martin Huber beantwortet zu bekommen. Schön, dass du da bist. Hallo, danke. Ja, Martin, der Weltkongress hat stattgefunden, hast du gerade gesagt, im CCH, in den Messehallen und natürlich auch im Hamburger Umfeld. Wir haben ja ganz viele mit Demotouren gemacht. Was ist so das nachhaltigste Erlebnis, wo du als Besucher und als Fachorientierter dabei warst? Was ist das nachhaltigste Erlebnis, was so bei dir in Gedanken jetzt nach 2 Wochen haften geblieben ist? Also für mich das nachhaltigste Erlebnis ist die ganz große Anerkennung, die wir hier in Hamburg gefunden haben, von ganz vielen Seiten dafür, was wir inzwischen auf die Beine gestellt haben und für die Entwicklung der Stadt als Stadt der Mobilität, als Stadt, in der die Mobilität der Zukunft tatsächlich heute schon in vielen Teilen sichtbar geworden ist. Der zweite große Eindruck war natürlich die Begeisterung aller Menschen, die da waren, dass man sich endlich wieder in einem Face-to-Face-Format treffen konnte. 2G-Kongress in Hamburg, der erste mit über 13.000 Leuten. Und die Leute waren alle glücklich und sie haben sich alle Zeit genommen und haben alle festgestellt, so ein echter Kongress ist durch virtuelle Ereignisse nicht zu ersetzen. Ja, so ein Kongress, hast du gerade gesagt, 2G hat sicher mehrere Ursachen. Ich meine, durch die Pandemie, die wir ja hatten und die unterschiedlichen Vorbereitungen hat das, glaube ich, hervorragend geklappt. Der Zeitraum war genau optimal gewählt mit all den Schwierigkeiten. Aber welche Erfahrungen nimmst du vielleicht mit auch aus diesem Kongress, aus den Vorbereitungen, aus der Durchführung, die vielleicht für diese positive Resonanz wichtig sind und die wir zukünftig auch weiterhin in Betracht ziehen sollten, damit diese Erfolgssituation auch eine nachhaltige ist? Wenn ich diese Faktoren beschreibe, dann beschreibe ich gleichzeitig auch mal ein Stück Hamburg. Ich bin nicht Hamburger, deswegen kann ich das auch, glaube ich, guten Gewissens sagen. Ich glaube, Hamburg muss man einfach dafür loben, dass Hamburg eine Stadt ist, in der vieles möglich gemacht wird. In der nicht die Bedenken als erstes da sind, sondern die Idee, wie kann ich etwas hinkriegen. Das ist der Spirit, der Hamburg schon immer begeistert, dass man etwas machen muss und hinkriegen muss und dass man das gemeinsam schaffen muss. Und dass man dazu alle braucht. Dazu braucht man die, die in den Unternehmen was entwickeln. Dazu braucht man die, die in der Wissenschaft sind. Dazu braucht man die, die in der Politik etwas machen. Man braucht aber auch eine Verwaltung, die mitmacht. Und vor allem braucht man auch eine Bevölkerung, wie Hamburg sie hat, die einfach ein Faible auch für das Neue hat und das auch gerne in der eigenen Stadt sehen möchte. Also merke ich auch so, das ist eine Riesenerfahrung, die ich auch in den letzten 5, 6 Jahren machen konnte. Hamburg ist wie ein Unternehmen organisiert, nachhaltig und sehr konkret. Das ist, glaube ich, etwas, was Hamburg auch auszeichnet gegenüber vielen anderen Regionen und auch Bundesländern. Bevölkerung hast du erwähnt und ein Teil der Bevölkerung ist eben die Young Mobility Community, die wir ja auch immer gemeinsam in den letzten Jahren intensiv eingebunden haben. Maria, was für Fragen hast du vielleicht an Martin Huber, die du gerne beantwortet bekommen möchtest? Ja, wir von der Young Mobility Community haben uns ja vor und während des Kongresses intensivst auch mit den Themen auseinandergesetzt und unsere Meinung öffentlich geteilt. Warum denken Sie denn, dass die Stimmen von jungen Menschen wichtig sind für eine zukünftige Mobilität? Also ich fange mal mit dem Allerwichtigsten an, das Verkehrsmittel der Zukunft. Ich kann es immer wieder nur neu sagen, sieht so aus, egal welche Marke das jeweils ist. Und das ist das Gerät der jungen Leute. Die Digital Natives sind diejenigen, die
anders als wir Alten wissen, wie eine mobile, digitale Zukunft aussehen muss. Eine Mobilität ohne Digitalität ist für sie eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und das praktische Leben mit all diesen Geräten, aber auch das sich bewegen mit all diesen Geräten. Und deswegen brauchen wir unbedingt, wenn wir über Smartness und Digitalität sprechen, die Positionen derer, die das können und die das in Zukunft nutzen werden. Wir brauchen das aber auch, weil tatsächlich junge Leute viel mehr unterwegs sind als jetzt so Ältere wie ich, auch ganz stark mit dem Fahrrad tatsächlich und zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gibt einen ganz anderen Blick auf die Welt und auch von meinen eigenen Kindern lerne ich da jeden Tag Neues und Enkeltöchter. Darauf möchte ich jetzt auch noch ein bisschen konkreter eingehen. Es gab ja viele Schulen und Universitäten, die sich damit auch auseinandergesetzt haben und Projekte entwickelt haben. Welchen Input nehmen Sie denn von diesen jungen Schülern und Schülerinnen, aber auch Studierenden mit? Also der erste Input, den ich natürlich mitnehme, ist durchaus eine große Unzufriedenheit mit uns Älteren. Das muss man ganz klar feststellen. Es gibt viel Kritik daran, dass wir nicht ausreichend für Klimaschutz uns einsetzen würden, dass wir doch viele Dinge nicht auf die Kette kriegen und dann auch die durchaus nicht unberechtigte Kritik, dass wir zu wenig beteiligen, die junge Community in Schulen, in Universitäten. Und das, was ich daraus mitnehme, ist, dass wir da auf jeden Fall auch was ändern müssen. Wobei ich aber auch sage, wir tun viel mehr, als das gerne wahrgenommen wird bei den jungen Leuten. Okay, danke. Ja, danke. Wir haben gerade das Thema Projekte, auch der Young Community, die Projekte angesprochen. Martin, wir haben in den letzten 5 Jahren ja über 200 Projekte in Vorbereitung gehabt. Einige sind sogar abgeschlossen. Wir haben dazu einige ausgewählt, wo wir gesagt haben, die sind so einzigartig, die können wir auch während des Weltkongresses präsentieren. Haben die in Demotouren zusammengefasst, um wirklich auch der Bevölkerung zu zeigen, was man dann zu bestimmten Themen in Hamburg schon realisiert hat. Was kommt nach dem Kongress aus deiner Sicht aus diesen einzelnen Projekten heraus? Wie werden die weitergeführt? Gibt es dort eine Perspektive, wie diese Projekte sich inhaltlich vielleicht auch anders verzahnen? Gibt es da konkrete oder zumindest eine Perspektive an Vorstellungen, die du uns schon erzählen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Projekte tatsächlich gehabt. Sehr viele haben sich damit befasst, wie kriege ich bessere Daten für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Wir kommen jedenfalls in der öffentlichen Verwaltung aus einer Zeit, wo Daten noch händisch erfasst worden sind und auf Papier aufgeschrieben worden sind, mit Glück in Excel-Listen. Wir sind in den letzten 6 Jahren, haben wir einen Systemwechsel vollzogen. Wir erfassen ganz viele Daten online, mit Sensorik, und zwar in Echtzeit und führen das alles zusammen auf unserer Urban Data Plattform und stellen es dort auch bereit, sodass wir jetzt in der Lage sind und auch in Zukunft noch viel mehr in der Lage sein werden, allen, die diese Daten brauchen, sie auch zur Verfügung zu stellen. Das ist einer der ganz großen primären Gewinne aus diesem Prozess und der ist jetzt schon da und jetzt schon nutzbar. Jeder kann heute auf unserer FHH-Karte im Internet sehen, wie viele Autos vor seinem Haus heute Morgen schon vorbeigefahren sind. Das ist jetzt nicht für alle interessant, aber für welche, die sich zum Beispiel mit Klima, mit Lärm befassen, ist das total wichtig. Nächstes großes Feld, was war ein Bereich, wo ich sagen würde, das war ein echtes Experimentierfeld, das ist das automatisierte Fahren. Wir haben ein großes Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren gehabt. Wir haben Shuttle-Projekte gehabt, wo wir auch was rausfinden wollten, also die richtige Forschungs- und Entwicklungsprojekte waren. Cutting-Edge-Technology, würde ich mal sagen, haben wir da auf die Straße gebracht, um zu lernen, was muss auf der Straße angeboten werden, damit automatische Autos sicher fahren können. Wie läuft die Verzahnung zwischen Autos? Können die alles alleine oder brauchen sie Informationen von der Straße? Und was wir heute wissen, die Frage ist noch nicht abschließend entschieden. Diese Diskussion zwischen Herstellern und uns wird weitergehen. Und wir werden auch die Einrichtungen, die wir da geschaffen haben, weiter nutzen. Aber das bleibt erstmal noch da sind wir immer noch würde ich mal sagen, an der Speerspitze des Fortschritts in diesen Technologien. Bin aber relativ sicher, dass wir in 5 Jahren tatsächlich automatisierte Fahrzeuge im Regelbetrieb hier auf der Straße haben werden.
Noch ein ganz großes Feld, was ich am Schluss erwähnen möchte, ist die Digitalität im ÖPNV. Wir alle sind viel stärker im ÖPNV unterwegs als noch vor Jahren und es wird auch zwingend so sein, dass sich das noch sehr viel mehr etablieren wird. Auch neue Angebotssysteme, die ganz stark App-basiert sind, so wie Moja. Das ist ein Produkt, was bleiben wird in Hamburg. Das haben wir nur deswegen, weil wir den ITS-Weltkongress gemacht haben. Aber auch neue Anbieter wie Way, die ein teleoperiertes Fahren anbieten, kommen jetzt dazu. Und am Schluss wird auch die digitale S-Bahn, die jetzt von Bergedorf bis Berliner Tor fährt, auf die ganze Stadt ausgerollt werden, weil wir die ganzen Verkehrsmengen, die künftig auf der S-Bahn fahren müssen, gar nicht anders mehr abgewickelt bekommen. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiter erzählen, was für Projekte wir machen, aber wir haben einen Quantensprung nach vorne gemacht in Hamburg. Ja. Also ich glaube, das war auch immer die Idee, dass wir diesen Kongress nutzen wollen, um Prozesse zu beschleunigen, Projekte auf dem Punkt auch fertig zu bekommen, damit wir sie präsentieren können und aus den Ergebnissen und Erfahrungen dann die Projekte zusammenzufassen, die perspektivisch wichtig sind, die einer nachhaltigen Mobilität oder eben auch den Fragestellungen der Young Mobility entsprechend gerecht werden, um bürgerorientiert die beste Mobilitätsangebote zu realisieren. Wir werden auch immer häufig gefragt, nicht nur zu den Projekten, sondern Hamburg hat sich ja mit dieser ITS GmbH, die zur Vorbereitung und Durchführung etabliert und gegründet worden ist, mit der 100% Gesellschafterseite der Behörde, ich sag mal, ein schnelles Beiboot etabliert. Welche Erfahrungen aus deiner Sicht im Nachgang sind damit gemacht worden und gibt es da vielleicht auch schon Perspektiven, wie so etwas weitergehen kann? Ja, also sowas wie so einen großen Kongress, das kann man ganz klar nicht aus einer normalen Behörde heraus etablieren. Da ist man ja jeden Tag mit alltäglichen Verwaltungsaufgaben konfrontiert und kann diese Konzentration, die so eine Delivery on the Spot erfordert, 6 Jahre im Voraus planen, um ein Großevent durchzuziehen, das kann man nicht in der Behörde machen. Dazu braucht man eine separate Einheit. Diese ITS 2021 GmbH mit ihrem Geschäftsführer Harry und ihrem Co-Geschäftsführer Marc waren super aufgestellt, aber ich sage jetzt auch mal, ihr habt tolle Leute gehabt, klasse junge Frauen und Männer, die mit Herzblut und mit Kraft und mit Einsatz sich diesem Thema gewidmet haben und ihr habt das super gemacht. Das nehme ich gerne mit und gebe es natürlich dem Team weiter und würde gerne noch mal weitergehen an Maria. Du hast sicher noch 1, 2 Fragen. Ja, genau. Einmal mit Blick auf die Zukunft. Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie von den jungen Menschen viel Input mitgenommen haben. Möchten Sie diese denn langfristig mehr einbinden? Und wenn ja, wie genau stellen Sie sich das vor? Also die Einbindung von jungen Leuten, denkt man immer, hätte man so auf dem Zettel, hat man aber gar nicht auf dem Zettel in Wahrheit. Deswegen habe ich natürlich auch drüber nachgedacht im Anschluss an diesen Kongress. Wir hatten auch so einen Tisch, wo die Leute Botschaften aufschreiben konnten und da war das auch eine ganz klare Forderung drauf. Und es ist eine Forderung, auf die wir eingehen müssen. Ich sage jetzt auch mal was ganz Konkretes, was passieren wird. Wir haben ein Bündnis für den Radverkehr, was dieses Jahr im Senat auch noch beschlossen werden wird. Und ein wichtiger Bestandteil dieses Bündnisses wird ein Schulradwegenetz sein, weil eben Schüler in sehr viel stärkerem Maße als jetzt Erwachsene das Fahrrad tatsächlich als das prioritäre Verkehrsmittel benutzen. Die haben einen ganz anderen Modal Split als Berufstätige zum Beispiel. Und deswegen ist der Fahrradweg, auch der sichere Fahrradweg für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule total wichtig. Also Konsequenz, ein gutes Schulradwegenetz. Das wird jetzt erstmals in Eimsbüttel pilotiert und mit Schulen. Und in diesen Schulen werden dann das natürlich nicht die Sportlehrer sein, sondern da muss das mit den Kindern gemeinsam etabliert werden und mit den Schülern und mit den Verkehrsplanern, die im Bezirksamt diese Schulradwegenetze planen. Das ist für mich ein erstes ganz wichtiges Thema. Das Zweite, was man nicht unterschätzen soll, es gibt die Aktion Schüler im Parlament jedes Jahr, wo in der hamburgischen Bürgerschaft richtig intensiv daran gearbeitet wird, die verkehrlichen Themen als Schülerparlament aufzuarbeiten. Da werden echte Ausschüsse gebildet, die dann Themen abarbeiten und dann auch im Plenum und in den einzelnen
echten Ausschüssen der gewählten Abgeordneten dann präsentieren. Also da kann ich alle Schülerinnen und Schüler nur aufrufen, das zu nutzen und da auch mitzumachen. Und die sonstige Verkehrsplanung ist eine Verkehrsplanung, die sich nicht nur an Erwachsene richtet, sondern die sich auch an junge Menschen richtet. Und ich sage mal, alle Schülerinnen und Schüler, auch alle Studentinnen und Studenten dürfen auch in Planungsversammlungen kommen, wo Planungen diskutiert werden. Das muss man nicht den Erwachsenen überlassen. Das kann man selber machen, da muss man auch nicht 18 sein. Da kann man reingehen und seine Meinung sagen. Und das, würde ich sagen, sollte man auch tun, um die Chancen zu nutzen, die es gibt. Wir hatten jetzt eine öffentliche Anhörung in der Bürgerschaft zur Sternbrücke, ein Thema, was junge Menschen eigentlich stark tangieren könnte. Der Jüngste war geschätzt 40, obwohl da die Clubszene Hamburgs tobt. Ein Thema, wo ich die jungen Menschen vermisst habe in der öffentlichen Anhörung im Parlament. Also geht in die Ausschüsse, macht eure demokratischen Rechte geltend und nutzt das. Ja, danke schön, Martin, für das Angebot an die Young Mobility Community. Maria, ich danke eigentlich jetzt mal abschließend allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das hoffentlich intensivste, auch nicht nachgelassene Interesse an unserem Podcast. Hoffentlich an alle genauso viel Spaß gehabt zu haben an unserem ITS-Weltkongress, wie wir es hatten. Ich glaube, nach 6 Jahren kann man sich dieses Erlebnis auch in einer Woche dann mal reinziehen und gucken, welche Perspektiven es gibt. Und würde mich freuen, wenn das Thema Mobilität bei allen auch nachhaltig genauso angekommen ist wie bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Von mir auch vielen Dank. Vielen Dank.